Ja, ich würde mich als einen kritischen Optimist bezeichnen. Das ist zwar auf den ersten Augenblick ein Widerspruch, aber ich glaube, ich bin Optimist, weil ich an das Gute vom Menschen glaube. Und kritisch bin ich natürlich durch meine Ausbildung als Naturwissenschaftler. Da ist mir kritisches Denken, hat man da gelernt. Ja, das ist schon lange her. Das war am 1. November 1992. Damals hat das Ganze noch nicht Wissenschaft und Technologie geheissen. Es war noch eine sogenannte Fachabteilung im Bundesamt für Waffen und Munition. Ja, das war auch sehr komisch und spannend. Es ist eine Reorganisation zwischendrin gekommen. Man hat die Ebene von der Geschäftseinheitsleiter hat man abgeschafft und ich bin kurzfristig ohne Job da gestanden. Und dann hat sich natürlich für mich auch die Frage gestellt, und wie geht es jetzt weiter? Und dann habe ich mich eben auf den Job beworben, eben für Forschungsmanagement und Operations Research. Und das hat geklappt. Und so bin ich zu meinem Job gekommen, den ich jetzt seit etlichen Jahren mache. Von mir aus gesehen geht einfach beides zusammen. Forschung, die ich testen kann, die ich Experimente machen kann, ist insbesondere, wenn man angewandte Forschung macht, ist das eigentlich nutzlos. Wir müssen experimentieren und testen. Auf der anderen Seite müssen dort die Tests nach wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut werden. Und es braucht auch da quasi der Background von der Wissenschaft, für eben richtig zu messen. Und ich glaube, darum gehört für mich beides zusammen. Und ich habe vor beidem hohe Achtung, weil eins geht ohne das andere nicht. Ich glaube, insbesondere wenn man angewandte Forschung macht, wie wir für die Armee, ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen engen Bezug zu den Nutzer und zu den Anwendern hat. Es ist wichtig, den Kontakt herzustellen, und daran haben wir auch geschafft in den letzten Jahren. Also so haben wir zum Beispiel die ganzen Forschungsrapporte aufgebaut. Wir haben eine Forschungsaufsicht etabliert. Wir haben geschaut, dass jeder Forschungsprogrammleiter quasi seine persönliche Ansprechperson im Departementsbereich Verteidigung hat und dass er so auch sein Netzwerk aufbauen kann. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Veränderungen gewesen, die wir auf der Managementseite von der Forschung in den letzten Jahren gemacht haben. Zudem müssen wir auch schauen, dass wir die Resultate euch transferieren können, ist ganz wichtig. Darum ist Kommunikation ganz ein wichtiges Element. Ich glaube, Forschungskommunikation ist fast ebenso wichtig wie das Generieren von Resultaten. Weil nur dann, wenn durch Kommunikation die Resultate, die man hat, auch beim Nutzer angewendet werden können, nur dann tragen sie schlussendlich einen Nutzen und nur dann ist von mir aus gesehen Forschung auch zu rechtfertigen. Ich glaube, man kann technologische Trends nicht voneinander separiert anschauen. Das Ganze hängt zusammen und ein Fortschritt in einer Technologie zieht meistens einen Fortschritt in einer anderen Technologie hinten an. So am augenfälligsten ist die ganze Geschichte von mir gesehen bei den Drohnen und in der Robotik. Wenn ich denke, sagen wir nur vor 10, 15 Jahren, hat es Drohnen gegeben. Die hat man ferngesteuert. Das sind relativ grosse Drohnen gewesen. Das war sehr eine exklusive Sache für gewisse Nationen. Und heute ist das eigentlich zu einem Allgemeingut geworden. Mit hoher Technologie und wenig Fähigkeiten, dass man die Drohnen überhaupt steuern kann. Wenn ich denke an die Landrobotik, wie gestabig dass die Dinger nur waren und wenig geländegängig und was wir heute haben, mit der beinbasierten Robotik, mit den Mischformen, die man hat und so weiter, dann ist für mich eigentlich in der Robotik sind die grössten Schritte gegangen. Aber wir sehen auch, dass sehr viele technologische Fortschritte sind die Voraussetzung sind, dass man das überhaupt machen kann. Also zum Beispiel auch künstliche Intelligenz, für zum Beispiel die Roboter in gewissen Geländen zu trainieren. Ein weiterer Punkt, der für mich
immer noch etwas sehr, sehr Wichtiges ist und was uns in Zukunft maßgeblich wird beeinflussen, wird die künstliche Intelligenz sein. Weil das ist etwas, das geht so im Untergrund mehr oder weniger durch sämtliche Technologien und Wissenschaften durch. Und es wird so weit kommen, dass sehr viele Berufsbilder werden ändern, die Funktionen, die die Soldaten in Zusammenarbeit mit künstlichen intelligenten Systemen machen, werden massiv ändern. Und der Mensch in der Gesellschaft generell wird sich mit dem auseinandersetzen. Weil die Verschmelzung von Realität und Fiktion dank künstlich intelligenten Systemen wird weiter fortschreiten und der Mensch wird seine Rolle in diesem System ebenfalls neu definieren müssen. Also es wird grosse gesellschaftliche Veränderungen haben, aber auch grosse Veränderungen im Umfeld von der Armee und von der Sicherheitskräfte. Ich glaube, ich freue mich am meisten auf die Lehragenda, die ich ganz sicher am Anfang werden habe. Ich freue mich wirklich auf die Freiheit, den Tag so zu gestalten, mit den Inhalten, die ich gerne mache. Ja, da habe ich etwas. Und zwar ist das schon länger her. Ich habe ja damals auf Sprengstoff gearbeitet. Und wir haben dann den Sprengstoff, den ich vorher schon erwähnt habe, das CL-20, aus der USA bestellt in grösserer Menge, so 50 Kilo. Das Fass mit dem Sprengstoff hat man damals auf einen Flüger gepackt, wo Ersatzteile oder Teile vom F-18 hätte sollen nach Emmen bringen. Emmen ist im Nebel gehockt und so hat der Flüger auf Kloten ausweichen. Der Trick war, der hat den Sprengstoff an Bord gehabt. Und wegen dem hat man nachher den ganzen Flughafen Zürich sperren. Und schlussendlich, wir haben davon nichts gewusst, ist das ein geschützter Transport vom Flughafen Zürich hier ins Labor 2. Wer kann schon von sich sagen, dass man wegen ihm einmal den Flughafen Zürich gesperrt hat? Lieber Hans-Rudi, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir für deine Zukunft viel Spass und Erfolg bei deinen Geschichtenschreiben und eben Genießen von deiner neu gewonnenen freien Zeit. Meinerseits herzlichen Dank, Annela, dass ich ein bisschen darstellen konnte, meine Gedanken darlegen. Ich wünsche den Mitarbeitenden von W&T alles Gute.